Der neue Peugeot 208, ja, Modelljahr 2020, ein ganz neues Auto, betritt das Licht der Welt. Und wir werden uns heute mal wirklich jedes Detail ganz genau anschauen. Ja, gerade eben wurde das Tagfahrlicht angeschaltet, die sogenannte Signatur von dem Auto. So sieht's aus. Und wir sind in Saarbrücken, ja, bei unter anderem Stefan Konz. Grüß dich, Stefan. Hallo. Ja, und last but not least natürlich Katharina Sobrizzi. Grüß dich. Hallo Sven. Ja, du liebst Autos? Ja, ich liebe Autos. Kann man das sagen, du bist noch so eine Juniorverkäuferin? Genau, ich bin aktuell noch in der Ausbildung zur Juniorverkäuferin, habe Automobilkauffrau gelernt und mache das jetzt noch 1,5 Jahre. Ja, dann ist sie fertig und dann wird sie dem Stefan Konz, was die Verkaufszahlen angeht, das Wasser, die Butter vom Brot nehmen. Ja. Davon gehe ich aus. Ja, Stefan, richtig. ja, schieß los. Was für ein Auto ist das? Ja, das ist der neue 208er hier in der 2020er Version. Ist ein komplett neues Auto, wurde komplett neu aufgesetzt, ist optisch ganz anders und hat auch viele Features innen, außen, die neu sind. Ja, kein Facelift. Kein Facelift, das ist ein komplett neuer Wagen. Also den kriege ich jetzt neuerdings auch als Elektrofahrzeug. Und das ist jetzt momentan noch eine klassische Verbrennerversion mit einem Automatikgetriebe. Da kommen wir direkt mal auf das Thema. Ganz neu bedeutet, es hat die neuesten Technologien mit drin. Heute plant man ja in Plattformen, muss man fairerweise sagen. Ihr seid auf dem Weg dazu, einer der größten Automobilhersteller der Welt zu werden. Ja, ganz aktuell. Also die Fusion ist jetzt spruchreif. Wir sind also jetzt zusammen mit Citroën und Chrysler in Kooperation. Dadurch wird also die Marke PSA die viertgrößte Marke der Welt werden. Ja, und hier ist er, der 208. Der ist hier gerade an der Grenzregion ein absoluter Liebling, Katharina, oder? 208 ist sehr, sehr gesucht. Es fahren schon uralte Exemplare rum. Sehr beliebtes Fahrzeug und ich denke, das neue Modell, das reißt alles noch mal raus. Ja, 100 PS. 100 PS, ja. Also der Erfolg von dem 208er, von dieser Serie an sich, ist ja begründet auf dem 205er, der damals der Marke das Überleben gesichert hat. Und Rallye Sport, die waren ja extrem erfolgreich. Zum Beispiel, genau, Michel Mouton etc. Also das ist jetzt praktisch der Nachfolger ja, und sieht ganz schnittig aus. Ja, heute ist der 31. Oktober, ist quasi gestern vom Hänger gefallen. So sieht's aus, ja richtig. Wir waren gestern auch überrascht, als jetzt schon die ersten Fahrzeuge kamen und ja, die Belieferung läuft. So, wir schauen uns das Auto mal en Detail an. 4 Scheibenbremsen, Leichtmetallfelgen in der Ausführung. Es ist Allure, es ist auch ein Rot-Metallic. Genau, richtig. Es ist ein Rot-Metallic, Ultimate Rot nennt sich das. Ist super ja, tief vom Glanz her. Also es steht im Auto wirklich ausgesprochen gut. Auch mit diesen schwarzen Akzentteilen. So, ich zeige das mal ganz kurz von hinten, denn das ist das, ja, erinnert mich an eine deutsche Edelmarke, muss ich dazu sagen, mit dem also oder, wenn man das so direkt auf Anhieb sieht? Man könnte das so sehen, ja, ist aber doch relativ eigenständig, das Design. Aber es gibt ja, es fängt auch mit P an. Ja, es fängt auch mit P an und hat 7 Buchstaben, genau. Aber es geht in die Richtung, das ist sicher. wahr. Die Signatur, das wird uns bestimmt die Katharina gleich mal erzählen können. Für was stehen die 3 Lichter, die hinten drin sind? Die stehen für die LED-Krallen von Peugeot. Das sind Krallen, gell? Stilisierte. Ja, genau. Genau, richtig. Das sind angedeutete Krallen vom Löwen. Genau. Löwen. Sag mal so lieb, mach mal hinten auf, wir gucken mal rein. Jetzt bei der Version. Alles noch ganz neu, haben getestet. Ja, auch hier ist noch nicht alles dran, aber der Kofferraum ist natürlich standesgemäß. Ja. Also für die Fahrzeugklasse üblich. Also das ist so die Standardgröße, die man da so vorhalten sollte. So. Okay, 2 Drittel, 1 Drittel umklappbar. Ja, eigentlich gibt es nicht so viel, ich sag mal, Neues zu erfahren. Das hier ist ein wirklich sehr, sehr erprobtes Auto mit allen Sicherheitsfeatures. Das Thema Fahrerassistenzsysteme hat jetzt auch massiv Einzug in die etwas kleinere Klasse gehalten. Ja, also wir haben hier Spurhalteassistenten drin. Also von der Technik her ist es wirklich auf dem neuesten Level. Es gibt auch ganz neu jetzt aktuell ein 3D-Display. Was? 3D-Display, das heißt, es ist ja tiefer. Also es ist im Endeffekt ein Display, das halt von der Optik her, von der Darstellung her anders ist als herkömmliche Displays. Krass, ich sehe es gerade. Das heißt, es hat einen vorderen, ich zeige das mal gerade. Es ist also hier ein Display in der Mitte. Es ist wirklich dreidimensional. Man sieht das vielleicht so ein bisschen, wenn man hier so hin und her schwenkt. Es hat einen vorderen durchsichtigen Bildschirm. Ganz genau, richtig. Also es hat 2 Scheiben, die übereinander gelagert sind und dadurch erscheint es im Endeffekt so, als wäre es dreidimensional. Das ist ziemlich cool. Komm mal kurz gucken, Katharina. Das ist ja abgefahren, oder? Hast du schon gesehen? Abgefahren, ja. Absolut für junge Leute gemacht. Ziemlich viel Hightech drin. Und es macht sehr viel Spaß, ihn zu fahren. Das bedeutet, vorne habe ich jetzt komplett ein Display mit drin. Ich habe gar keine klassischen Rundinstrumente mehr. Damit folge ich eigentlich so auch 5008 und Co.
Genau, richtig. Das ist also mittlerweile ein Layout, das Peugeot da vertritt. Auch mit diesem kleinen Lenkrad ist wieder drin. Wir haben jetzt hier auch als Alleinstellungsmerkmal einen 8-Gang-Automaten drin. Ein 8-Gang, was ist das? Wandler, DSG? Das ist ein Wandler. Das ist kein Wandler. DSG, Super soft, oder? Wandlergetriebe mit super soften Schaltübergängen. Und der Vorteil ist halt einfach, in dieser Klasse habe ich sowas in der Regel nicht. Da habe ich vielleicht nur ein DSG, aber kein 8-Gang-Automat. Ja, aber es kommt auch in den kleinen Klassen, fragen immer mehr Menschen nach Automatik. Es gibt da einen Wandel, jetzt muss man auch dazu sagen, die Elektroautos sind ja alle quasi Automatik. Wie ist denn da so die Nachfrage? Vorher war das ja so, Automatik, ich kann nicht schalten, ich bin nicht sportlich, das ist vorbei, oder? Das ist mittlerweile vorbei. Also wir haben mittlerweile einen sehr hohen Anteil an Automatikfahrzeugen, die wir vertreiben. Es gibt auch mittlerweile welche, ne? Also und auch gute Automatikgetriebe. Das war ja vorher auch ein Problem dann teilweise. Ja, ich schau mal ganz kurz das Interieur. Ausstattung kriege ich den so auch als Leder mit allem drum und dran? Ja, den gibt es auch als Lederpaket. Das Lederpaket. So, das heißt, ich kann mir den komplett edel ausstatten. Hier habe ich so eine Carbon-Optik, so ein bisschen, so eine Anmutung. Genau. Also das ist abhängig von der Ausstattungslinie. Es gibt noch ein Modell darüber, das ist dann praktisch die GT-Line-Version. Die basiert auf dem Auto und hat dann noch zusätzlich Kotflügelringe dran, also damit es noch sportlicher wird, das Fahrzeug. Und es gibt dann darüber drohend noch die GT-Variante. Die ist aber momentan ausschließlich als Elektro-Version lieferbar oder bestellbar. Lieferbar ist sie erst ab Frühjahr nächsten Jahres. Ja, sie hat es gerade eben schon gesagt, die Katharina, ein Auto für junge Leute. Steig mal bitte ein, Katharina. Sie ist jetzt, wie alt bist du nochmal? 24. 24. So, du bist wie groß heute? 1,64. 1,64. Also du bist jetzt für eine Frau, hast du ein ordentliches Maß. Stell dir mal das Auto ein, wie es dir Spaß macht. So, dass wir das mal sehen. Ist auch höhenverstellbar? Ja klar, logisch, natürlich. Seitlich mit dem Hebel. Okay, kann den hoch und runter pumpen. Jetzt kommt nämlich Folgendes. Wir haben das absolute Gegenteil von dir, quasi ein Mann. Der ist auch ein bisschen größer. Wie groß bist du heute? Ich bin heute 1,87. 1,87. Steig mal hinten ein. Und die Katharina bleibt mal vorne sitzen. Denn die emanzipierten Frauen von heute fahren rote Autos wie rote Fingernagellecke. Und siehe da, 1,87 Meter, da ist noch Platz. Das funktioniert, ja, auf jeden Fall. Also das geht gut. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz, auch hier vorne die Kopffreiheit, also bei großen Menschen. Du bist jetzt jemand, du hast einen relativ großen Rumpf, hast große Beine, bei dir ist alles groß, hast kein Problem, oder? Nee, alles wunderbar. Super. Ja, tauscht einmal kurz, seid mal so lieb. Denn die Frage stellt sich ja auch, wenn ich jetzt, sag mal, so ein City, ein Stadtauto habe, bin jetzt 1,90, kann ich den benutzen? Da würde ich dich mal bitten, mal kurz einzusteigen, ob auch du da eine tolle Sitzposition findest. Er geht ein gutes Stück zurück, muss man sagen. Ja, also würde mir noch die Lehne ein bisschen steiler stellen. Da sieht man die Frauen. Er hat es gleich mal gemütlich gemacht. Ja, klar, Liegeposition, aber bei mir ist es ein bisschen aufrechter. Super. Display, gut sichtbar? Ja, ich würde nur das Lenkrad noch ein bisschen anpassen nach unten. Ist das auch von dem Rein- und Rausziehen verstellbar oder nur rauf runter? Also ich kann das in 4 Wegen verstellen, hoch, runter, rein, raus. Und kann mir das dann dementsprechend optimal einstellen. So, bleib mal so sitzen. Katharina, du musst nach hinten. Ja, du bist jetzt praktisch das 1,64 Meter große Kind. Genau. Das, Perfekt. ja, gar kein Problem, oder? Nein, überhaupt kein Problem. Stefan, mach mal vorne auf. Wir gucken uns mal das 100 PS Auto an und sprechen mal ein bisschen über den Motor. Denn das Thema Spritverbrauch, ich blende ihn mal kurz ein. Als Benziner reden wir hier von kombiniert 5,1 Liter und 4,4 Liter außerhalb. Das wären Spritverbräuche gewesen. Da hätten wir vor 15, 20 Jahren, wäre das hier schon wahrscheinlich auf der Titelseite der Bild-Zeitung gewesen, ja, mit 4 Litern. Aber heute normal. Oder wäre ein klassischer Dieselverbrauch gewesen. Ich bin jetzt hier im Benzinerbereich mit Verbrauchswerten, die sind wirklich irre, also im Verhältnis. Also wenn man sieht, was die Autos, wie gesagt, früher verbraucht haben, da ist das schon wirklich ein Riesenunterschied. Wie viel Zylinder hat der Motor denn? 3. Drei Zylinder, 4 Zylinder. Das Interessante ist, Also es gibt verschiedene Varianten. Ich kriege ihn als 3-Zylinder, ich kriege ihn als 4-Zylinder. Im Dieselbereich ist er in der Regel als 4-Zylinder ausgelegt und im Benzinerbereich zurzeit 3-Zylinder. aber 3 Zylinder, so die Kernigkeit, die man so kennt, von fernöstlichen Modellen, die ja schon länger 3 Zylinder haben, das ist nicht der Fall, oder? Das ist glücklicherweise nicht der Fall. Die Autos laufen super kultiviert von der Motorcharakteristik und es macht wirklich auch Spaß damit zu fahren, weil die alle turbo aufgeladen sind. Das ist momentan das Thema halt mit diesem Downsizing. Die Autos werden von der Motorgröße alle etwas kompakter gehalten. Ja. Wie ist hier der Hubraum? Das ist 1,2 Liter. 1,2 Liter, ja, 3 Zylinder. Das Ganze merkt man nicht mit der
in Verbindung mit der 8-Gang-Wandlerautomatik, ist die viel teurer, die Wandlerautomatik? Wandlerautomatik liegt vom Aufpreis her irgendwie um die 1500, 1700 Euro. Ist aber gut angelegt, denn ich glaube, in Zukunft also das Thema Automatik wird ganz massiv kommen. Ganz klar. Also die Fahrsituationen, die ich täglich habe mit Stop and Go und Kurzstreckenfahren, ist also wirklich mit Automatik super zu handeln. Also ist besser als mit dem Schaltgetriebe. Also Katharina, erstes Video heute. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du warst ziemlich aufgeregt, aber hast gesagt, nein, ich mach's nicht. Ja. Und es war aber nicht schlimm. Nee, es war nicht schlimm. Absolut nicht schlimm, Sven. So ist es. Ja, da ist er, der neue 208. Wir halten mal ganz kurz auf den Preis, wobei das hier sind jetzt, das ist jetzt ein Anschaffungspreis inklusive aller Extras 25.009. Ist das UVP, unverbindliche Preisempfehlung? das ist noch UVP, genau. Das heißt, da gibt es aber auch wahrscheinlich Aktionen, Autos können in Zahlung genommen werden, es kann geleast werden, finanziert werden, alles das, was man kennt. Da könnte man vielleicht nochmal überrechnen, ja, könnte man machen. Okay, gerne. Wertverlust 208, gerade ein wichtiges Thema Finanzierung, Leasing. Also wir machen als Alleinstellungsmerkmal hier in der Filiale in Saarbrücken immer noch Kilometerleasing. Das ist ein Riesenvorteil für den Kunden, den er in einem Einzelgespräch gerne mal auch nochmal erläutert bekommen kann. Und Wertstabilität bei den Fahrzeugen ist ja alteingesessen relativ gut, weil die Autos halt eine hohe Nachfragesituation haben. Ja, Viertürer. Es gibt die noch als Dreitürer? Nein, aktuell nicht. Also alles als Fünftürer mit allem drum und dran. Das ist aber der Trend. Ich habe auch gehört, dass die Kollegen also von einem großen deutschen Konzern nur noch Viertürer bauen. Ja. Ich weiß nicht, wen du meinst, aber es ist so, ja, stimmt. Ja, vielen Dank, Stefan Konz. Ihr baut ganz, ganz groß, muss man dazu sagen. Da vorne ist es. Es hat jetzt relativ lange gedauert. Ihr werdet in Kürze, in Kürze ist vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, aber ich glaube Jahresende 2019 sollen hier die Türen dann öffnen komplett. Ja, es ist endlich soweit. Also wir haben jetzt große Präsentation und Eröffnung von dem 208er und auch von unseren Verkaufsräumlichkeiten am 22. und 23. November. Und dann ist endlich hier alles eben, glatt und schön. So, das heißt, wenn also Leute hier vorbeigefahren sind und haben eine ewige Baustelle gesehen, ihr wart die ganze Zeit sogar geöffnet. Wir waren geöffnet, wieder erwarten, muss man sagen. Also es gab viele Kunden, die hier rumgeirrt sind und uns gesucht haben. Naja, ist ja auch nicht zu verdanken, denn Genau. Ihr wart jetzt, ich weiß nicht, 30 Jahre praktisch unverändert. Das war okay, aber es war Zeit für ein Facelift. Genau, es wurde Zeit auch hier für ein Facelift, genau, für ein neues Modell, so gesehen. Ja, wir können auch gleich mal kurz rübergehen. Wir gehen mal kurz hier in den neuen Raum. Hier kommt, glaube ich, Citroën und DS rein, korrekt? Das ist der reine Verkaufsraum von DS, das ist der DS Salon, der ja, recht schön gehalten ist, also muss man sagen. Momentan haben wir draußen noch Folierung an den Scheiben, weil das Außenlayout noch überarbeitet werden muss. Okay, und dann bist du im Moment so interimsmäßig in der nächsten Abteilung, aber ihr kriegt für Peugeot eine komplett eigene Halle. Wir kriegen eine eigene Halle, die ist jetzt hinter dieser Wand, die wir jetzt gleich sehen werden. Da diese gehen wir gleich mal rein. Ne? Da gehen wir gleich mal rein. Und wir sind momentan jetzt hier übergangsweise im Citroën-Bereich angesiedelt. Ja, hat ziemlich lange gedauert, der Umbau, muss man dazu sagen. Aber es hat sich gelohnt, denn es ist wirklich alles neu. Aber das kann man jetzt noch gar nicht vergleichen. Wenn wir drüben mal rübergehen, dann sehen wir auch das Ganze in einem noch wesentlich entkernteren Zustand. Das ist wahr. Und nochmal gerade das Datum, 21.11. 22. und 23. 22. und 23.11. Ist es Samstag, Sonntag? Nee, das ist Freitag, Samstag. Freitag, Samstag, ja. Okay, ich hatte das jetzt nicht gerade im Blick. Ja, auch für dich bedeutet das im Moment, ihr sitzt ja im Moment so alle so ein bisschen interimsmäßig, das schon seit längerer Zeit. Ja, genau. Aber die Kunden haben wir schon gesucht manchmal, oder? Ja, also das ist des Öfteren mal, dass wir auch direkt an der Straße halt machen und dann reinschauen. Aber die uns finden wollten, haben uns auch gefunden. Ja, ich habe gesehen, ihr habt das letzte Mal das LED-Licht sogar auf die Straße angemacht. Aber es wird umso schöner, wenn es dann aufgemacht wird. Ja, hier war mal eine Eingangstür, kann ich mich daran erinnern. Genau, hier war eine Eingangstür gewesen, das ist jetzt leider vorbei. Dafür haben wir da hinten am Ende der Halle eine Eingangstür. So, Katharina, du weißt schon, wo du später sitzen wirst in der Halle? Noch nicht. Wenn du lieb bist zum Stefan und zum Björn. Ob wir noch ein Plätzchen finden. Dann gucken wir mal rein. Aber es wird richtig toll. Also ich habe ja schon mal ein bisschen, es sieht von außen, muss ich sagen, kleiner aus, als von innen ist. Also ihr habt richtig viel Verkaufsfläche jetzt mehr. Ja, könnt auch viel mehr Autos präsentieren. Von der Ausstellungsfläche ist es auf jeden Fall größer. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt mehr Autos zu präsentieren. Und das wird eigentlich ganz, ganz nett werden. Hier sieht man jetzt auch schon die neue Befliesung. Also das wird jetzt in den nächsten Tagen fertiggestellt. Dann kommt noch Elektrobeleuchtung, Verkabelung. Ja. Und die Möbel kommen halt dann auch noch. Ja, und das muss dann halt alles bis zum 22. 23. November fertiggestellt sein. Ja. Ja, ich bedanke mich vielmals. Wir sind in Saarbrücken.
Liebe Katharina, wenn du ja den Leuten beschreiben würdest, die von etwas weiter herkommen, die auch die Videos gucken, wo findet man euch ganz genau? Man findet uns, wenn man die Autobahnabfahrt Schönbach nimmt, direkt an der Straße. Genau, direkt an der Straße. Das ist früher, hier war mal Peugeot Deutschland, muss man sagen, die Zentrale. Genau, hier war die Zentrale gewesen. Die war hier auf dem Betriebsgelände und mittlerweile ist es jetzt nur noch die Dependance, also die Filiale von Peugeot hier in Saarbrücken. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. 21. und 22. und 23. November, Freitag und Samstag, große Neueröffnung hier und natürlich die Präsentation eines ganz wichtigen Fahrzeuges für Peugeot, für PSA, der Peugeot 208. Ja, danke euch beiden und dann viel Erfolg. Wir sehen uns am 22. und 23. Okay? Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ciao.